Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Freunde bei Cargold. Heute haben wir einen legendären Porsche Turbo 993. Das ist ja der letzte luftgekühlte Boxer, der gebaut wurde. Ganz tolles Auto. Außen ist er schwarz Metallic, innen hat er schwarzes Leder. Auto ist aus zweiter deutscher Hand in Deutschland zur Welt gekommen und hat jetzt original gelaufen 98.380 Kilometer. Wir sind in eben schon Autobahn gefahren, also ich sag mal, der jubelt hoch. Das macht eine absolute Freude. Das Auto läuft 290 Stundenkilometer Spitze, hat 408 PS und schafft das mit 550 Newtonmeter, obwohl er 1,5 Tonnen wiegt. Also das ist nicht eben gerade wenig. Aber das Tolle ist, wie er Power macht. Jetzt haben wir nicht gesehen. Fährt da einer dahinter? Nee, ne? Kannst du nicht übers Maisfeld gucken. Schade. Naja gut. Also ist ein Auto mit einer riesen Fahrfreude. Ist ja hinten Heckmotor luftgekühlt. Das hört er, glaube ich, auch. Hat eine ganz tolle Geräuschkulisse und so wie man drauf tritt, sofort Powerleistung. Es ist ja ein Biturbo. So, ganz kurz mal Erklärung, Armaturenbrett hier vorne, hier Quarzuhr, wir haben es jetzt 11:15, die funktioniert auch richtig. Da vorne Lüftung, hier unten Klimaanlage, was er hat. Kleine Klimaanlage, große Klimaanlage, macht schön kühl, funktioniert auch gut. Was er noch hat, wenn ich hier unten drauf drücke, hat ein elektrisches Schiebedach, das haben sie nicht alle. Schaut mal nach oben, da kommt die Sonne rein, ist, finde ich, wichtig bei so einem Auto. Ist auch dann viel, viel heller hier drin. Und hier vorne an der Schaltung könnt ihr sehen, Sechsgangschaltung. Hat also Sechsganggetriebe und ich bin mit dem Auto vorhin richtig schnell gefahren. Der lässt sich hat ganz kurze Schaltwege und lässt sich super hochschalten und hat richtig Dampf. Also er schafft es, in 4,5 Sekunden auf 100 zu sein und ich sag mal bis 200 braucht er vielleicht 12 Sekunden. Das geht ab wie verrückt. Gekostet hat das Auto damals genauso viel wie ein Ferrari 488. Ne? War das 488? F355. Nee, Fehler von mir, wie ein Ferrari F355. Ich kenne mich mit der Typologie nicht so sonderlich aus. So, guck mal, jetzt ist frei. Ja, das ist Porsche Turbo. Das geht natürlich nur noch nach vorne wie verrückt. Macht einen Höllenspaß mit dem Auto zu fahren. Liegt wie ein Brett auf der Straße, klebt an der Straße. Hat eine ganz direkte Lenkung. Und wir sind ja heute Morgen zu einer einigermaßen ruhigen Autobahn gefahren. Man kann ja nicht überall 280 fahren. Da ging das ganz gut. Ich kann euch sagen, das hat Spaß gemacht, hier auf der Landstraße zu fahren mit dem Auto. Also durch diese tollen Schalensitze man fährt ja mit dem hinteren Auto, so heißt es ja. Porsche Armaturenbrett, das kennt man schon vom frühen 911. Hier ist der Tacho, der geht bis 320. Auto läuft 290. Tacho hat ja immer ein bisschen Vorlauf, also der dürfte auch wirklich 300 fahren. Dann hat er hier Drehzahlmesser genau in der Sichtmitte, dass man die Maschine nicht überdreht. Kennt ihr auch aus dem Motorsport. Geht bis 6.500 Umdrehungen der Turbo. Und hier vorne ist Öldruck, Temperatur, naja, und Tank. Ja, Hupe. Auto hat schon Airbag, wie ihr hier unten sehen könnt. Ist ja ein 96er Auto, also 1996 gebaut. Ja, und ich kann nur sagen, also so was die Beschleunigung und hier, so das ja, hier kann man dann mal überholen. Ne? Na gut, das ist Autofahren pur. Das geht ja nur mit dem Turbo, geht sonst nicht. Macht eine Höllenlaune, kann ich nicht anders sagen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen langsamer. Hier ist ein Kindergarten, ein Schulbus. So. Meine Brille ist weggeflogen. So. Also macht einen irren Spaß mit so einem Auto. Das ist richtig ein Auto für Fahrer. Also da muss man wirklich. Ich hatte mal einen normalen, sowas als normal, 993, 1995, hat auch schon einen riesen Spaß gemacht, aber der Turbo, der hat ja über 400 PS und das merkt man echt. Da ist Leistung sofort abrufbar, der hat auch dieses nervige Turboloch nicht, was die alten Turbos immer hatten, der geht richtig nach vorne und hiermit zu beschleunigen, guck mal hier, wie der klebt. Ja, macht eine Höllenlaune, ein irres Auto und vor allen Dingen, der Wagen ist immer gewartet und gepflegt, also die 98.000 Kilometer können wir euch belegen per Checkheft. Das Auto war auch erst bei Porsche gerade, ist rundum revidiert worden technisch. Das muss man mal nach 25 Jahren machen. und hat über 30.000 € gekostet. Also das Auto ist viel Geld gegangen
Und man merkt das auch, wie er fährt. Er läuft klasse, der Wagen. Also macht richtig, also ein Auto für Fahrspaß. Sonntagmorgens mal um 6 rausholen, dann toll Landstraßen fahren damit. Oder mal an die Autobahn gehen. Sowas gibt es ja heute auch, wenn man mal früher aufsteht. Geht das? Ist das genau der richtige Wagen? Und Turbos sind gar nicht so viele gebaut und gut erhaltene gibt es auch nicht. Und dazu kommt noch, der hat wenig Kilometer gelaufen. Auto ist hochinteressant und hat dann noch die schöne Farbe Schwarzmetallic, Lederschwarz. Hat auch übrigens die Lufteinlässe vom Turbo S an der Seite, original. Auto hat einige interessante Extras, was ich ja cool finde. Guck mal hier, hatte damals schon eine Freisprechanlage mit dem originalen Nokia. War ja damals der Welterfolg, dieses Handy, das haben wir hier noch, schaut mal hier. So hat das mal ausgesehen. Originales, neuwertiges Nokia-Handy. Hier an der Seite ist die Bedienung. Wenn er hier guckt, da sind die Tasten drin. Unter der Armlehne, unter der Armauflage ist also alles da. Hier vorne hat er elektrisch einstellbare Spiegel für links und rechts. Das gab es damals auch schon. Wie gesagt, 1996, Auto ist jetzt 26 Jahre alt. Und er fährt, als ob er ein Jahr alt ist. Also da geht ja... Oh, ich glaube, hier ist eine Ortschaft, ne? Ne, 70. Naja, das geht ja noch. Okay. Also Auto verleitet zum Schnellfahren. Keine Frage, nur da müsst ihr halt vorsichtig sein. Da wird ja heute auch geblitzt. Und da kann man schnell mal einen Führerschein los sein. Er klebt auf der Straße, ist natürlich hart gefedert, das ist normal. Damit er die Leistung auf die Straße bringt. Ist übrigens ein Allrad. Und deswegen, das braucht er auch. Bei der Leistung, die er hat, total tolle direkte Lenkung. Ja, ist ein Auto, was einen riesen Spaß macht. Konnte er meinem Gesicht, glaube ich, ansehen. Also 993 Turbo hat mir immer schon gefallen. Und ich bin ja vorne auf der Autobahn so Richtung Passau, haben sie die A94 neu gebaut. Da habe ich mal richtig Gas gegeben. Wir haben ja nochmal so einen extra Film, demnächst auch einen extra Kanal, wo wir nur Autobahnfahrten machen. High Speed. Und wir haben jetzt schon gemerkt, wir haben es mit dem 190 SL begonnen, das ist ja nicht gerade ein Rennwagen. Aber wir haben ganz tolle Aufrufzahlen und wir haben auch ganz viele Fans, die gesagt haben, weiter zeigen. Die Leute wollen sehen, wie so ein Wagen wirklich fährt. Und da haben wir gesagt, das zeigen wir euch jetzt. Weil wir haben ja so viele tolle Autos, wo man jetzt die Brille wieder runtergeflogen. Einmal Spaß zu fahren, was? Wie der hier um so eine Kurve geht, ne? Da müssen wir leider wieder bremsen, da ist ein Fußgänger. Tolles Teil. Und der läuft super. Also das ist ein Motor, der kerngesund ist, das kann man hören. Hat ja hinten den Turbodeckel drauf, also einmal schützt er die beiden Turbolader. Und dann ist es einfach wichtig bei der hohen Geschwindigkeit von so einem relativ kleinen Wagen, dass er einen hohen Anpressdruck hat und das ist hier gewährleistet. Hier oben übrigens beim Turbo edles Leder, alles verarbeitet hier mit der Naht, kein Plastik. Gab es auch als Plastik früher, wenn man nicht gleich die volle Ausstattung hatte, aber Turbo war ja lange Zeit das Spitzenmodell, bis der Turbo S kam. Also das haben sie alles gemacht hier in dem Wagen und der Pflegezustand von dem Auto ist wirklich gut. Ich kann mal Schiebedach elektrisch mal wieder öffnen. Das ist schön, wenn man so 80, 90 fährt. Ist übrigens interessant, im Turbo ist wirklich genug Platz. Also selbst große Leute von 2 Meter Größe, ich habe den Sitz nicht mehr ganz hinten, guck mal hier, da ist herrlich Platz da vorne, kann ich bequem mitfahren. Und hier oben drüber ist auch richtig Platz, also man hat auch Kopffreiheit, gibt ja Leute, die sind Sitzriesen, überhaupt kein Problem mit dem Wagen. Das geht wunderbar, aber es ist ein Fahrteil, was wirklich Spaß macht und es ist ein Oldtimer, der unter 200.000 € kostet. Rest verhandeln wir beim Kaffee. Ihr wisst ja, wir sind an die Preise immer ein bisschen gebunden, weil der überwiegende Teil unserer Autos wird uns zur Verfügung gestellt von Kunden. Haben natürlich auch eigene Autos, die wir angekauft haben. Aber man muss das immer diskutieren, so ein Preis. Im Moment ist ja das Thema Nachhaltigkeit, was den Euro angeht, ziemlich wichtig. Und das bedeutet, wir haben eine Inflationsrate von 8%, die gibt es bei so einem Auto nicht. Also wenn man das jetzt ausgibt, da könnt ihr ziemlich sicher sein, ihr bekommt das auch wieder. Und ich möchte noch mal was zur Umweltpolitik der jetzigen Regierung sagen. Das scheint mir erwähnenswert. Man hat jetzt ja nun Atomkraftwerke abgeschaltet. Elektroautos werden protegiert und jeder sagt, das muss man haben. Aber da man jetzt ja dummerweise auch keinen Strom mehr hat, weil das Gas irgendwie ausfällt, kommt also jetzt bei einem Elektroauto demnächst der Strom nicht nur aus der Steckdose, sondern direkt aus dem Kohlekraftwerk. Also ich habe umwelttechnisch ein besseres Gefühl, mit so einem Auto zu fahren, was 12, 13 Liter verbraucht. Da treten wir noch mal kurz drauf. Als dass ich weiß, dass ich einen Stromer fahre,
Und eigentlich wird er nur betrieben durch ein Kohlekraftwerk. Das ist schon bemerkenswert. Vor allen Dingen finde ich, dass eine grüne Regierung das jetzt auch noch durchbringt und das auch noch gut findet. Aber gut, ich will ja nicht zu politisch sein. Aber es ist ja mittlerweile alles ein Witz. Und gleichzeitig verbietet man ab 2035 die weitere Entwicklung von super guten Verbrennern. Da kann man nur noch den Kopf drüber schütteln. Ich verstehe das alles nicht mehr. Das ist übrigens auch der Punkt, weshalb ich nicht in die Politik gehe, weil verstehen kann ich das alles nicht mehr. Ja, liebe Freunde, das ist hier unser 993 in schönster bayerischer Landschaft. Den sind wir eben richtig scharf gefahren. Normalerweise wisst ihr ja, sauber gefilmte Autos, aber hier vorne haben wir jetzt Fliegen, die sind ein bisschen schneller gefahren als 100. Auto ist wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Das ist ein sehr gepflegter Turbo. Hat alle Extras, weitgehend alle Extras. Hier vorne sind die Turbofelgen. Turbo steht da auch drauf, kann man hier vorne auch lesen. Die bekannten roten Bremssättel, hat Bremsscheiben, die von innen belüftet sind und fährt sich wirklich fantastisch. Übrigens, das hier war beim normalen Turbo nicht Serie. Das ist ja der Lufteinlass vom 993S mit 450 PS. Autos sind heute mittlerweile sehr teurer, kosten so 400.000 bis 500.000 Euro. Wie gesagt, dieser liegt noch unter 200. Gut zu erkennen, hinten an dem wuchtigen Turbodeckel könnt ihr sehen, da sind die beiden Turbolader unten drunter, ist ja ein Biturbo. Das ist das Heck hier vorne mit dem Erkennungsmerkmal Turbo-Schriftzeichen, Schriftzug. Dieses schöne umlaufende Lichtband, also für mich ist der 993 einer der schönsten Porsche, die überhaupt gebaut wurden. Das ist noch ein richtiger, knackiger Porsche. Das sind nicht so überladene Riesendinger wie heute. Das muss einem gefallen. Ich finde einen Porsche heute zu groß. Das ist so ein richtiger, knackiger Sportwagen mit einer ganz tollen Form. Ist auch designtechnisch wunderschön. So sah das Baujahr 1996 aus. Wir sind eben gerade gefahren. Er hat innen Schalensitze, ist also innen auch gut ausgestattet mit schwarzem Leder. Haben wir aber noch nicht ganz gereinigt. Hier oben habt ihr das Schiebedach, dadurch ist innen jetzt ein bisschen heller. Ist praktisch beim Turbo, finde ich, auch wichtig, weil er doch relativ eng ist innen und man immer wieder mal frische Luft braucht, trotz der Klimaanlage. Ja, er hat gut 400 PS, ist in 4,5 Sekunden von 0 auf 100, ist das ein richtiges Sportgerät. Und man kann das auch wirklich auf die Straße bringen und wirklich fahren, weil er Allrad hat. Also Auto fährt sich klasse. Wenn man voll drauf tritt, schätze ich mal, hat er 16 Liter. Wenn man den gemächlich fährt, vielleicht auch 10 Liter. Und wie gesagt, seine Leistung kommt nicht aus Kohlekraftwerken, sondern von der Tankstelle. Die schöne, gute alte Tankstelle tut hier noch guten Dienst und ich glaube, das wird sie auch noch sehr lange tun. Vielleicht später auch mal Wasserstoff. Ja, so sieht ein gut gepflegter Turbo aus. Fahren tun die toll, er hat ein Sechsganggetriebe, läuft 290 Stundenkilometer Spitze und ich habe eben gerade gecheckt und getestet, das schafft er auch sehr schnell. Also da braucht er nicht ewig lange mit einer großen Anlaufzeit, das rauscht so nach oben die Nadel. Wie gesagt, wir werden in Kürze jetzt noch einen zweiten Kanal eröffnen, wo wir nur Autobahnfahrten machen. Die haben ja jede Menge spannende Autos und die könnt ihr dann auch nur beim Fahren sehen. Obwohl bei unseren Cargold-Filmen werden auch immer kleine Autobahnsequenzen in Zukunft mit dabei sein. Das ist für uns zwar sehr aufwendig, aber ich glaube für euch viel, viel spannender. Und wir wollen euch ja eigentlich zeigen, wie toll alte Autos sind oder Sportwagen sind und was man mit denen wirklich machen kann. Ja, unser Porsche Turbo jetzt in Beuerberg bei uns zu haben. Preis unter 200.000 Euro. Er ist sehr gepflegt, er hat eine komplette Akte, er hat ein Scheckheft, er hat jede Menge Porsche-Rechnungen, ist gerade in der Technik viel gemacht worden für über 30.000 Euro und man spürt auch, dass er wirklich absolut astrein läuft. So, hier ist unsere Porsche Turbo-Akte. Also einmal Reserveschlüssel hier vorne drin und das ist jemand gewesen, den kenne ich auch schon länger, ein Sammler. Also hier ist alles belegt. Hier Neupreis 240.000 Mark. Das Auto hat richtiges Geld gekostet, große Aufpreisliste. Und hier sind TÜV-Berichte, hier ist Maschine gemacht. Also ist alles gemacht an dem Auto, was nötig war. Aktuelle Porsche-Rechnung, das kostet auch richtig Geld, wenn man das bei Porsche machen lässt. Ihr seht das, Seite 9. Seitenweise ist da gemacht worden, finde ich toll. Ist auch gar nicht lange her. Ja, hat sogar schon demnächst ein Oldtimer-Gutachten. Ihr wisst ja, ab 30 Jahre sind das Oldtimer. Ganz gepflegter Zustand mit Wertgutachten, mit allem dabei. Das ist ein rundes Auto, er hat knapp 100.000 gelaufen, ist Scheckheft gepflegt, das Scheckheft selber. Das haben wir übrigens hier, original in Leder bezogen, Porsche Touring Pass, Wartung und Garantie, das ist hier vorne, die Originalpapiere. Ja, und hier ist alles abgestempelt, könnt ihr sehen, ne? Also das ist alles gemacht worden bei dem Wagen, das finde ich richtig gut. So muss ein Porsche sein und ist für seine knapp 100.000 Kilometer wirklich hervorragend gepflegt. Ja. Jetzt zeige ich euch mal einen Motor.
Viele Autos haben ja ihre Öffnungszüge, die Baudenzüge hinten, da zieht man, dann geht der Deckel hinten auf. So, hier Biertubau, Öl ist gewechselt, ist alles gemacht, da ist die Maschine, wie gesagt, Rechnung, alles bei Porsche gemacht, nicht in irgendeiner Werkstatt. Das ist wirklich ein gutes Auto. Mir sind auch beim Drumherumgehen keinerlei Schäden aufgefallen, der ist sehr, sehr gepflegt, der Wagen. Mal abgesehen von den Fliegen, die wir da heute rangefahren haben, ist er in einem Top-Zustand. Sehr, sehr schönes Auto. Jetzt muss ich mal nach den Reifen gucken. Wie sind die eigentlich? Ja, sind nicht mehr neu, aber auch nicht alt. Bridgestone-Räder. Vorne sind sie neuer, hinten, ja gut, man tritt ja drauf bei so einem 911 Turbo, das heißt 993 Turbo. Denn das macht ja richtig Spaß. Eine richtige Fahrmaschine und ja, begeistert damit zu fahren. Ja, bei unserem Turbo kann man wirklich sagen, der Wagen ist um den Mann herum gebaut. Man fühlt sich absolut wie ein super passender Anzug, also man fühlt sich eins mit dem Auto. Ich habe ein ganz, ganz eine tolle Verbindung zum Wagen und deswegen kann man den auch so toll fahren. Der reagiert so, wie es im Gehirn Klick macht, reagiert das Auto. Super Bremsen, ganz tolle Schaltung, das passt alles hier, die Sechsgangschaltung, die Kupplung, also man kann das Auto wirklich ganz toll sportlich bewegen. Das ist ein Sportwagen, so wie er sich eigentlich gehört. Und da muss man sagen, da hat Porsche ein riesen Auto gebaut. Ich persönlich finde das ein bisschen schade. Die heutigen mögen ja noch ein bisschen schneller sein, noch ein bisschen gemütlicher. Aber wenn es um reines Sportgerät geht, Sportkultur, Sportauto erleben, dann ist ein 993 Turbo genau das richtige Auto. Macht einen Riesenspaß mit dem zu fahren. Er ist nicht protzig, er fällt nicht groß auf. Ist einfach ein Sportwagen der alten Klasse. Ja, mittlerweile auch fast 30 Jahre alt. Das Auto hat es ja gegeben seit 1994. Der wird jetzt bald 30 Jahre alt und ist aus meiner Sicht einer der schönsten 911er, wenn nicht der schönste überhaupt, der je gebaut wurde. Ja, jetzt sind wir heute mal ein bisschen mehr Kilometer gefahren, weil ja auch Autobahnkilometer dabei waren. Sind wir über 100 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Also ich kann euch nur eins sagen, gerade unser Turbo ist wirklich ein Top-Auto. Der fährt so, wie er fahren muss. Man spürt, dass der technisch immer gut gewartet wurde, ist er durch Rechnung belegt. Macht einen riesen Fahrspaß. Schwarz-Schwarz, finde ich, steht dem Wagen sehr, sehr gut. Gibt es ja auch in Silber, aber Silber sieht immer so, naja, da gibt es viele von. Schwarz-Schwarz finde ich toll bei dem Auto, er ist sehr gepflegt. Menge sind mir keine groß aufgefallen, auch Gebrauchsspuren halten sich, also nicht nur Grenzen sind fast nicht vorhanden. Also wirklich ein toller Wagen. Tja, da vorne ist schon Beuerberg. Hier haben wir 30 Stundenkilometer. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt bei unserem Sportwagenfilm heute. Bis demnächst, das heißt, ganz in Kürze kommt der nächste Film, dann sehen wir uns wieder. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz und ciao.